Hallo zusammen! Ja, wie ihr seht, heute gibt es wieder mal ein Rezept für unsere Gesundheit. Wir haben Winter und die Viren sind wieder mal so richtig schön in unserem Umfeld, um uns herum. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ein gutes Immunsystem haben, ein starkes Immunsystem, um den nötigen Schutz zu bieten, den wir brauchen für uns. Und deshalb möchte ich euch heute ein Rezept vorstellen, was uns den bestmöglichsten Schutz für das Immunsystem gibt. Nämlich einen Granatapfel, Ingwer-Shot. Dazu gehören dann noch zusätzlich der Saft einer Zitrone, bisschen Kurkuma, dann nehme ich noch ein bisschen Süße aus der Natur, nämlich ein bisschen Honig vom Imker meines Vertrauens, denn ich weiß nämlich, ich kenne den Imker und ich weiß, wo seine Bienen fliegen. Die fliegen garantiert nicht über gedüngte Felder. So, und jetzt legen wir mal ganz einfach los und wenn ihr Interesse habt, dann seid ganz einfach dabei. Wie ich die Kerne aus diesem Granatapfel herausbekomme, ohne Flecken in der Küche und auf meiner Kleidung, das habe ich euch schon in 2 Videos sogar gezeigt und das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Das verlinke ich euch genau hier oben und da könnt ihr noch mal reinschauen, wie das geht. Und ich zeige euch den Anfang und mache dann einen Videoschnitt und zeige euch die fertig ausgelösten Kerne in der Weiterverarbeitung. Und am besten gefällt mir immer das Aufbrechen des Apfels. Das schöne Knacken, das ist klasse. So schön sieht es dann aus. Und jetzt geht es ans Auslösen. Und das schaut ihr euch bitte in einem anderen Film an, denn das würde dann zu lange dauern. So, mein Videoschnitt ist gemacht und ich gehe mal davon aus, dass ihr euch informiert habt, wie ihr an die Kerne kommt, oder ihr wisst es ganz einfach. Also hier sind die Granatapfelkerne von einem Granatapfel, der war besonders gut. Er war so richtig schön fest und die Kerne sind so richtig schön dunkelrot und saftig und süß, so richtig gut. Jetzt brauchen wir noch den Saft einer ganzen Zitrone dazu. Dazu schneiden wir die Schale der Zitrone weg. Auch das Weiße muss mit entfernt werden, weil das ist bitter. Wir sparen uns hier das Entsaften. Das kommt sowieso alles in den Mixer und das wird dann alles mit gut vermixt. Dazu kommt noch Ingwer und Kurkuma. Viele trinken ja zu Beginn einer Erkältung gerne mal einen Ingwertee und das ist auch sehr gut. Aber mein Ingwer, der wird in meinem Getränk nicht erhitzt und das ist für den Erhalt der Inhaltsstoffe sehr gut und viel besser noch wie ein Ingwertee. Der Ingwer hat Kalium, Phosphor, Vitamin C, er wirkt schmerzlindernd, entzündungshemmend und schleimlösend. Und ganz wichtig, er verhindert die Vermehrung von Viren. Ich hatte euch ja schon in meinem Video, was ich euch oben verlinkt habe, erklärt, wie gesund eigentlich der Granatapfel bzw. die Kerne des Granatapfels sind. Möchte hier aber trotzdem nochmal betonen, dass die Granatapfelkerne unter anderem auch Kalium enthalten, die wiederum wichtig für unsere Muskeln, für unser Herz und unsere Nerven sind. Weiterhin hat der Granatapfel Eisen und Vitamin B, weniger Vitamin C, aber dafür haben wir ja unsere Zitrone, die ist hier noch mit im Spiel. Ich hatte euch ja in dem anderen Video, was ich euch oben verlinkt habe, schon erklärt, dass der Granatapfel eines der gesündesten Früchte der Welt ist. Und neben den vielen schützenden Eigenschaften für unseren Körper möchte ich mir die wichtigste doch nochmal hervorheben. Nämlich die antioxidative Wirkung und somit den Schutz der Körperzellen
vor schädlichen Einflüssen. Wer sich für die Inhaltsstoffe interessiert, der sollte mal googeln, dann wird er erstaunt sein, was der Granatapfel so alles kann. Er ist nämlich so ein richtiges Multitalent. So, und jetzt kommt unser Hochleistungsmixer wieder mal zum Einsatz. Das Ganze, was ich jetzt schon vorbereitet habe, gebe ich in den Mixer hinein. Dazu kommt noch ein Esslöffel Honig vom Imker meines Vertrauens, denn wie ich schon am Anfang sagte, ich weiß, wo seine Bienen fliegen. Und dann habe ich hier mir vor vielen Jahren mal so einen Milchaufschäumer gekauft. Den hatte ich jetzt die ganzen Jahre immer im Schrank. Ich habe ihn nicht mehr gebraucht. Ich habe meine Kaffeemaschine, die mir die Milch aufschäumt. Und so stand er eigentlich nutzlos im Schrank herum. Und jetzt habe ich ihn wieder entdeckt für meinen Granatapfel-Ingwer-Shot. Denn hier werde ich ihn aufbewahren. Ja, diese Menge brauche ich und dann weiß ich ungefähr, brauche ich ungefähr die Hälfte Wasser dazu, sodass der Krug dann mit diesen Zutaten voll wird. So, und das war es eigentlich schon. Das ist alles. Eine Minute ungefähr habe ich es gemixt. Und jetzt mache ich noch Folgendes. Ich passiere die Masse durch, weil ja die Granatapfelkerne, das Innere der Granatapfelkerne ist so fest, dass man das nicht zermixen kann. Also das kann man nicht kaputt schlagen. Und deshalb, ich mag das nicht unbedingt im Mund und deshalb passiere ich das durch so ein ganz feines Sieb und dann ist alles raus und dann ist es angenehm im Mund. Dann nehme ich immer so eine ganz kleine Soßenkelle und bewege die auf dem Boden entlang und da geht es ganz schnell, dass es durch ist. Man hat auch nicht sehr viel Abfall. Nur so viel und das spüle ich jetzt kurz unter Wasser ab. Und ich hatte euch ja auch schon erklärt, dass der Granatapfel eines der gesündesten Früchte der Welt ist. Und was das Wichtigste dabei ist, finde ich, die antioxidative Wirkung, der ganz wichtig für den Schutz unserer Zellen ist. Dann nehme ich diesen Deckel mit dem Sieb unten dran und stelle es in den Kühlschrank. Und jedes Mal, wenn ich das dann brauche und es hat sich unten ein wenig abgesetzt, dann bewege ich das Sieb ein paar Mal auf und ab und schon ist wieder alles gut vermischt. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass das jeder haben muss. Ich hatte es nur da und ich habe es dafür gleich eingesetzt und ich finde es gut. So, und dieses Getränk bewahre ich jetzt so 2 bis 3 Tage im Kühlschrank auf. Und ich trinke mit meinem Mann jeden Tag so ein kleines Gläschen zum Frühstück. Und wie gesagt, das reicht ungefähr 2 bis 3 Tage, denn es ist immer verfügbar. Im Handel gibt es das immer zu kaufen. Granatapfel, Ingwer, Zitrone, Honig und Kurkuma. Wer den frischen Kurkuma nicht bekommt, der kann auch Kurkuma-Pulver nehmen, ist genauso wirksam. Und unsere Zellen sind geschützt. Also, wenn euch das Rezept zusagt, dann macht's nach. Es ist wirklich ganz einfach und ganz schnell gemacht und es schützt. In diesem Sinne, zum Wohl und bleibt mir schön gesund. Tschüss, eure Oma Betty.